Ciao. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Heute machen wir was ganz Besonderes. YPC-Vorbereitung wie jedes Jahr, YPC Bank. Und unser Ziel ist es, Hecht, Barsch und Zander zu fangen. Ja. Was machen wir, wenn wir es nicht schaffen? Wir brauchen eine Bestrafung. Ich habe keine, wie heißt das? Keine... Ich habe einen. Ja? Okay. Aber nicht meine Haare. Deine Haare. Nein. Glatze. Gute Idee. Nein, nicht meine Haare, nicht meine Haare. Etwas anderes. Beckys Haare. Ist auch okay. Ja. It's too murky. We can try. Oh, look at the baitfish. Let's try. Let's try. Also der erste Spot sieht schon mal richtig scheiße aus, muss ich sagen. Let's try something that makes noise. Und dann Warrior. Throw it very close to the building. Ja, you start, Bro. Also, wir machen natürlich nicht, dass Beckys Haare abrasiert werden. Wir werden uns noch überlegen, was wir machen, wenn... Oder willst du, dass die Haare abrasiert werden? Nein, ich war erst beim Friseur. Echt? First Cast. First cast. Also Jungs, was machen wir für eine Bestrafung, wenn wir es nicht schaffen? Wir werden alle bestraft, ne? Was Ekliges, was Schlimmes, was... Naja, wir werden uns noch mal zurückmelden mit was. Jetzt erstmal wollte ich noch mal zeigen, guck mal hier, unser Warrior steht kurz vor der Veröffentlichung. Aber ich werde jetzt doch mal mit der Nidel angeln, weil das ist echt ein guter Köder. Nidel im Sommer immer ein Garant. Hier, ne, schießt so schön von links nach rechts durchs Wasser. Hab ein bisschen größer genommen, weil Danny gesagt hat, hier ist auch Zander drin. 5 Inch für Zander und Barsch. So, erster Spot. Das Wasser ist sehr, sehr trüb. Ich habe irgendwie wenig Vertrauen in den Spot. Aber ich habe mir mal einen Blade Runner rangemacht. Der macht mit seinem Spinnerblatt ordentlich Lärm. Vielleicht finden die Barsche den trotz trüben Wasser hier. Aber irgendwie kommt man ja auch nicht runter zum Wasser. Schauen wir mal. Ist für uns nicht nur eine Trainingsfolge heute, sondern auch unsere Saisoneröffnung hier in Holland. Deshalb gilt es jetzt erstmal, die neue Saison zu entschneidern. Ja, Becky, ich würde sagen, wir hauen jetzt hier ab. Hat Danny ja schon gesagt, eigentlich ein guter Barschspot, aber zu trüb, ne? Ja, viel zu hoch das Wasser hier. Ich glaube, das wird im YPC auch unser Hauptproblem sein, dass das Wasser extrem hoch ist. Das wird nicht einfach. Ich glaube, Zanderangeln kann gut funktionieren. Ja. Aber Barsch und Hecht. Gucken wir mal, der Fluss ist hier in der Nähe. Lass doch mal auf Zander kurz ein paar Würfe machen. Ja, da habe ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl bei. Ja. Gut, nächster Spot, Spot-Hopping heute. Und wir müssen noch überlegen, was die Bestrafung ist. Ich bin ja immer noch für die Bestrafung Becky Haare ab. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Trüb. On the other side. Okay, die nächste Spot. Das ist ein richtig guter Sonderspot. Spotwechsel, hier geht nichts. Das wird heute keine einfache Nummer, da bin ich mir ganz sicher leider. Poor Becky, no more hair at the end of the day. Maybe it's a glow up for me. Yeah. Heute richtig Run and Gun hier. Mal gucken. Spots müssen gefunden werden. Bis jetzt war es noch nichts, aber ich hoffe ja sogar ein bisschen, dass das Training nicht so gut ist, weil immer wenn das Training nicht gut war, war der Wettkampf sehr gut. Neuer Spot. Ist ein super kleiner Spot. Anscheinend kann da nur 1, 2 Leute angeln. Aber wir werden es sehen. Ah, okay. Krass sieht das aus. Das ist ein richtiger YPC-Spot. Wahrscheinlich denkst du nicht, dass hier Zander sind. Oh! Alter, war das ein Biss. Junge, war das ein Biss. Oh, das wäre schon mal gut für den Wettkampf. Krass. Dirk, danke. Der erste Fisch der Saison, Alter. Fest. Guckt euch den schönen Zander an, den im Wettkampf. Das wäre ein richtig geiler Fisch. Wow, und der Biss, der hatte richtig Bock. Ich glaube, der hat sogar 60, oder? Junge, ist der reingescheppert. Venom, 5 Inch, wunderschöner Zander. Der darf jetzt schnell wieder zurück. Vielleicht beißt er ja noch mal im Wettkampf. Upa. Geil, gleich ein richtig schöner. So, weiter geht's. Den ersten Fisch für unsere Challenge haben wir abgehakt. Jetzt brauchen wir noch Barsch und Hecht. So, ab zum Auto. Der Spot funktioniert auf jeden Fall schon mal. Let's do it.
I like it. Ja, me too. So, Vecchi hängt wieder. Big fish, Becky? Ja. Big Fish Vecchi. Ja, ich habe abgerissen. Ich muss jetzt erstmal neu montieren. Und bis ich fertig bin, ist der Spot vermutlich durchgeangelt. Herrlich. Lieben wir. Ah, Strike. Nice. Immediately. That was a sender. Was very gentle. So, den ersten Biss schon. Unglaublich, wie viel Wasser die Holländer haben. Und überall ist Fisch drin. Hier waren Karpfen, Brassen. Wir hatten gerade schon einen Biss. Das ist so unglaublich. Irgendwie mag ich die Struktur, auch wenn es hier mitten an der Autobahn ist. Sieht es hier sehr fischig aus irgendwie. Ich glaube, das könnte schon ein geiler Spot für Du heute hattest ja auch einen sein. Biss. Ich hatte einen Biss. Die Frage ist halt, ob den viele kennen, weil da war schon so Ja, runtergetrampelt. das stimmt natürlich. So, nächster Spot. Wart ihr schon hier? Wart ihr das oder war ich? Der Seite war noch niemand. Kein Durchkommen zum Spot. Watch out for this plant. Does it hurt? Yeah. I had it on my back when I was a child. Wie sieht das aus? Like a big hand. Well, it's not here at the moment. So, jetzt sind wir am Wasser. There's some nice current. Willst du einen Wurf machen, Becky? Nee, mach du, wenn du eh da stehst. Super harte Anreise, aber wie so oft dann trotzdem nichts gebracht. Nächster Spot. So, Viertelstunde zum Spot gelaufen. Ich habe nicht einen Wurf gemacht, aber ich habe auch nichts verpasst. Die anderen konnten auch keinen Biss bekommen. Ich glaube, jetzt machen wir erstmal eine kurze Mittagspause. Und danach geht es dann gestärkt wieder weiter. So, fertig mit dem Essen. Jetzt geht's weiter mit dem Angeln. Das Essen war weder geil noch gesund. Aber naja, was soll's. So, jetzt sind wir hier an einem Topwater Barsch Spot. Zander gibt es wohl auch und Hecht auch. Also irgendwie alles. Ja, wir können alles probieren. Wir können alles probieren. Alles probieren. Wir haben alles, aber noch keine Fische. Und wenn wir nicht alles fangen, kein Hecht, Zander und Barsch, ein großes Problem für unser Vecchi. Hattest du schon mal eine Glatze, Vecchi? Fast. Vecchi Rig. Hey Vecchi, das wird so viele Klicks generieren, wir machen das. Ja. Wir machen das, Vecchi. Wir machen das. Vecchi, das dauert 2 Wir Wochen. machen Ab es. North steht vor der Tür. Da muss ich bestens. Ja, aber ab North sind die Aussehen. Haare perfekt. Not bad, bro. Quite deep. Das Wasser ist echt sehr trüb. Es ist ganz schön Druck drauf, was eigentlich gut ist. Aber das trübe Wasser, weiß ich nicht, ob das hier so ideal für die Hechte ist. Vielleicht steht hier irgendwo ein Barsch oder ein Zander. Mein Lieblingsköder. Mein Lieblingshardbait. Nace Mad Max. Für die richtig große Barsche. Ja, irgendwie gefällt es mir nicht. Und zudem habe ich auch noch ganz schöne Party in meinem Bauch von dem tollen Essen gerade eben. Let's try it the other side for the Topwater. Yeah, topwater and twitch bait. Okay, boys. Let's see if it's game or not. Oh, perch hunting, perch hunting. He got a new lure. Big perch! 45. What the I told you there are big ones. Fisch on! perch is here? No, it's a small one. Yeah, but then it's, I think we got the school here. Ich habe mich entschneidert. Die Holland-Saison beginnt mit einem huge one. kleinen Barsch für mich auf den Nace Predator in meiner Sonderfarbe. Man muss sagen, ich hatte gerade ein Monster hinterher. 45. Ja, da ist der weit weg von. Der kommt wieder ab ins Wasser, aber auf der anderen Seite, weil da komme ich runter. Also Barsche sind die auf jeden Fall. Das hat einen riesen Nachläufer gehabt. Ich habe jetzt hier diesen Zwerg gefangen. Ich glaube, ein paar Würfe machen wir hier noch. Ja, ich hatte einen riesen Nachläufer. Man hat Vecchi auch reingeworfen, nochmal. Und der hat zwar nur einen kleinen bekommen, aber eine gute Erkenntnis, Barsche sind hier. Ich glaube, der hat aber nicht mal Minimum-Size gerade.
Naja, jetzt werden wir doch noch ein bisschen angeln. Wir wollten schon gerade gehen. Aber so ist es manchmal. Der Spot ist ganz schön busy. Aber irgendwie auch schön. Looks very fishy here. Oh, Fisch! Ja? Big one! Mike! Oh no! It's a fish. Becky, you are lucky. Oh, ich dachte, es ist ein Barsch und habe natürlich deshalb gedacht, wir haben einen großen drauf. Es ist aber nur ein kleiner Hecht. Aber wäre auch was für die Wertung. Kann ich ihn Ja. mit vornehmen? Ja, ja. Ja, Becky. Petri! Kleiner Hecht. Also alle 3 Fische hatten gefangen und sind hier echt nur von Barschen ausgegangen auf unseren Warrior. Der kommt jetzt tatsächlich bald auf den Markt. Die M-Variante hier, den gibt es noch in der L und in der S-Variante. Geiles Ding, ich bin froh, dass es jetzt bald auf den Markt kommt. So, mit dem Hecht haben wir jetzt alle 3 Fischarten gefangen und haben die Challenge schon geschafft. Ich sag's euch, ich hätte es eiskalt durchgezogen. Ich hätte damit gar kein Problem gehabt. Das wäre gar kein Problem Ihr habt es gewesen. alle gehört, wir haben noch nicht alle 3 Fische gefangen, weil der Barsch hatte nicht Minimum-Size. Das haben wir nicht gesagt. Doch. Nein. Das ist für den Wettkampf zählende Fische, klar. Nein. Doch. Also, ein sizable Barsch, also ein Barsch in Wertungsgröße brauchen wir noch, sonst Spinnst Haare ab, doch. Becky. Spinnst doch. Becky, du hast ein Problem. Du wirst von meinem Anwalt hören, dann werden wir sehen, mein Problem, was mein Lieber. We are not the only one that fished here. Oh, it's deep. It's very deep. Yeah, and this can have a big current as well. Oh, what a strike. Echt? Erster Wurf, Alter. Oh, gerade am neuen Spot, ersten Wurf, ein brutaler Biss. Ist auch relativ klar. War so krass reingescheppert. Ja, Fisch on. Fisch on. Ah, weg. Oh, große Welle auch. Was war das? Guck mal, ob es ein Hecht war. Das war sicher ein Hecht. It was on the hook. Fuck. But just for 2 seconds. Under the trees here. Wow. Nächster Hecht drauf. 60. Boah, der hat einen kompletten Mund gehabt. Mist. Nicht mal 5 Minuten hier geangelt und 2 Hechte drauf gehabt. Und keiner wollte hängen bleiben, obwohl ich noch einen extra Trailer-Hook montiert habe. Mist. Aber wir wissen, hier gibt's Hechte. Das ist schon mal gut. Ja, fish. Fisch on. Mike. Zeig. Ja. I was trolling. Ja, I saw it. Habt ihr einen Nice. Fisch? Ja, kleiner Hecht. Hoppa. Nice. My favorite lure, Maze Runner. For Pike. Schöne Hecht. Nicht mega, aber schöne Fisch. Give me a nice, strong kick. Nice. Should we just check if there are more possibilities to fish here? Yeah. Because it was very pikey. Ja. Why not? Ja, der Spot war krass. Erster Wurf, direkt einen guten Biss. Ja. Sander. Und 2 Hechte für Becky. 2 Hechtbisse und du hast einen gefangen, ne? Ja, und ein Mini-Barsch. Und Ich hatte auch Minibarsch. einen Minibarsch als Nachläufer. Ja? Groß. Da muss ich mir markieren für das gute Erkenntnis. Ja. Ich war ja ganz happy, dass ich den Zanderbiss nicht bekommen habe, weil ich dachte, okay, dann ist er für den Wettkampf safe. Let's go, nächster Spot. Yes. Läuft gut. So, neuer Spot. Sieht schon mal ganz gut aus. Hier wieder eine Brücke. Die Jungs machen gerade noch ihr Tackle fertig. Hoffentlich kann ich jetzt hier auch mal einen anständigen Fisch fangen. Oh, big one. Oh, it's a nice one. Come on, Becky, you can do it. Yes. Nice, bro. 80, Richtig schöner Fisch. 75, 80. Ja? Zwischen 75 bis 80, Dustin. Ja. Sehr gut gemacht. Nice Oh. one, dude. Venom, Venom 10:05. 5 Venom, Venom. geliefert. Nicht der Zielfisch an dem Spot. Oh, der wollte wieder zurück. Good fish. Thank you, Bro. Nice one. Danke fürs Landen, Becky. Gerne. So, der nächste Fisch. Nicht schlecht, ey. Legt mal wieder ordentlich vor, der Lange. Ja, nächster Fisch. Es läuft ganz gut. Allerdings mag ich den Fisch jetzt nicht so,
weil es hilft mir nicht so richtig für einen Wettkampf. Weil er nicht gezielt war, gell? Weil es nicht gezielt Zander war. Wir wollten hier Zander gezielt angeln. Und hier für so einen Hecht, also für einen Hecht würde ich andere Gewässer ansteuern. Naja, besser als nix. Vielleicht fangen wir noch einen Zander hier. Ja, Keine Zanderaktion bis jetzt hier. Dustin konnte direkt den Hecht fangen. Aber seitdem hat sie jetzt hier gerade nichts mehr getan. Dustin ist mal wieder komplett weggerannt. Der fischt ganz da hinten. Vertikal die Spundwand ein bisschen ab. Ich glaube, wir machen aber jetzt hier gleich wieder einen Spotwechsel. Hier passiert nichts mehr. let's go. So, neuer Spot. Wieder ein super kleiner Spot. Dustin und Daniel sind schon vorgegangen. Ich warte jetzt noch kurz, bis der Rollerfahrer weg ist. Jetzt geht's auch für mich zum Spot. I got stuck somewhere. Ja, I have it. So, let's go. ja, let's move. Ja, YPC Trainingsvorbereitung ist immer hartes Brot für mich. Viele Leute an kleinen Spots und sobald was gefangen wird, muss man weitergehen. Aber es macht trotzdem Spaß. Viele Leute, da haben wir schon ganz andere Ja, das stimmt auch schon. Aktionen gehabt. Wir sind zu dritt, das geht schon. Follow me. Hopp, rein mit dir. So, jetzt werden Hechte gefangen. Ich hasse es. Und den ganzen Scheiß gleich wieder zurück, wenn wir nichts fangen. Be careful over there. Ja, der Spot ist 2 Quadratmeter groß. All the spots are difficult. The one spot was quite nice, where we Ja. had 3 contacts. First one. Wie immer, wenn die Anreise schwierig ist, beißen die Fische unglaublich gut, weil kein anderer Angler hier ist. Ne? Je weiter der Spot weg ist vom Auto, desto besser beißt. Lernt das. Merkt euch das. Ne? Das war mal wieder der Beweis dafür. Thanks, Daniel. Yeah, but normally it's like this. Normally if it's Yeah, difficult. we difficult always to- say it's like this. In Spain, we were really climbing for a spot. Nobody could reach it, and then nothing. Scheiße. Au! Super klar. Da vorne an der Brücke haben wir ein paar Köderfische gerade gesehen, als wir drüber gefahren sind. Beziehungsweise richtig viel Köderfisch, Baitfisch. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass da vorne vielleicht was kommt. Aber da haben wir noch ein paar Meter vor uns, bis wir da jetzt hinkommen. Wie immer bei der YPC-Vorbereitung super C. Aber ich habe es schon mal gesagt, für mich lieber C in der Vorbereitung und gut im Wettkampf. 4 Angler, 0 Fisch. Ist aber auch eine gute Erkenntnis, da geht man hier halt einfach im Wettkampf nicht hin. Aber eine gute Sache ist, wir haben noch keinen maßigen Barsch. Ihr wisst alle, was das heißt. Becky kriegt halt eine Glatze. Ich ratsch dir hier nur so ein Ding rein, okay? Naja, du kannst auch noch einen maßigen Barsch fangen, dann machen wir das halt nicht. Mohawk. Ja, was soll ich sagen, ey. Wenn es nicht läuft, dann müssen wir es halt so machen, dass es unfair ist für die Hechte. Ne, mache ich halt einen Macefunner ran. Letztes Jahr im YPC 1,26 Meter drauf gefangen. Und sonst hat er mir auch sehr, sehr, sehr viele Hechte im Wettkampf gebracht. Naja, ihr werdet sehen. In den nächsten 5 Minuten kommt ein Hecht raus. He'll strike? Ja, Really? ja, now it's on. Nice. I will grab it for you, my friend. Now we can end the day with a fish. Come here, Marcus. Ja, surprise, surprise. Ich hab's euch gesagt. Ne? Was habe ich euch gesagt? Ich wechsle. Goldglitter
Beste. You know what they say? Always look at the bright side of life. This one is very bright, Yeah. and he saw this. He even took it twice. Yes. He was like, it smells so good. I take it again. Bye bye. Bye. So, nice strike. Ich glaube, wir machen noch einen einzigen Spot und dann, ja, machen wir auch Schluss. One spot? Yeah, sure. Yeah, at the bridge where we saw the cuttlefish. Ja. Okay. Also, weiter geht's. Full of bait fish. Yay! Strike was so nice. I almost forgot how it feels to get a strike. Hoppa! Little pikey. But it was funny. We were driving here and we saw all this bait fish. And of course, it was a little pike. All right, there you go, bro. Ciao. Very good strike. Heavy head shakes. First I thought it was a decent one, but small one, but it's nice. War ein echt zäher Tag, wie immer bei der Vorbereitung. Daniel, thanks that you've been here. Die Folge ist aber noch nicht vorbei, weil der Barsch war nicht maßig. Wir haben aber nicht drüber gesprochen im Vorfeld. Ja, aber es ist immer maßige Fische. Immer. Ja, ist so. Maßige Fische, YPC-Fische. Ich habe keinen Barsch gesehen. Hast du einen Barsch gesehen? Nein. Ein Grundel? Ich habe hier auch meine GoPro. Was? Ja. Ein Barsch? Die Speicherkarte, die bringe ich höchstpersönlich zu Markus nach Hause. Also, das werden wir noch sehen. Wenn die Folge noch weitergeht, wisst ihr, welche kriegt einen Haarschnitt. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ach, ich habe eine Sache vergessen. Abonnieren. Bitte. Schnell. Und liken. Und kommentieren. Haut rein. Ciao. Weiß ich ja nicht, Jungs. Wir haben doch die Mission erfüllt.